Servus Leute, heute testen wir wieder mal einen Lifehack und da werden wir mal schauen, ob man aus Dreck wirklich Geld machen kann. Also Geld natürlich nur im übertragenen Sinne, das muss schon klar sein. Konkret wird es heute um die Verwertung von Sägespänen bei der Holzverarbeitung gehen, weil die hat man ja als Heimwerker meist in Massen daheim. Und dann stellt sich natürlich auch irgendwann die Frage, was mache ich mit dem ganzen Zeug? Entsorgen, in der schwarzen Mülltonne oder in der Biomülltonne, aber die ist halt auch immer gleich voll. Natürlich kann man die Späne auch einfach so in den Ofen schmeißen, aber das ist keine so eine gute Idee, weil erstens ist es eine extrem staubige Angelegenheit und zweitens kann es durch diese Feinstanteile, also den Staub in den Spänen, dann auch zu einer Staubexplosion kommen. Und ich glaube, das braucht niemand. Ja, und deswegen will ich versuchen, die Sägespäne zu Briketts zu pressen, dass man sie dann ganz einfach verheizen kann. Ich habe mir dazu schon hier eine ganz einfache Do-it-yourself-Brikettpresse gebaut. Das ist keine große Sache, da braucht man nicht viel Material, lediglich eine alte Schraubzwinge, hier ein bisschen Restholz und ein paar Metallscharniere. Mehr ist es nicht. Hier seht ihr die Form, in der die Späne später gepresst werden sollen. Da habe ich alte Siebdruckerplatten verwendet. Das sind alte Platten, wo ich schon zum Schalungsbau verwendet habe. Und die Platten habe ich mir auf Gärung im 45-Grad-Winkel zugeschnitten. Und dann kann man das Ganze hier so zum Würfel zusammensetzen. Damit man die Briketts später wieder einfacher entnehmen kann, habe ich hier an den Seiten Scharniere angebracht. Und dadurch lässt sich die Form dann aufklappen. Das Brikett sollte man dann hier so entnehmen können. Und die Form ist natürlich dadurch auch wieder ganz schnell und ohne viel Mühe zusammengebaut. Und zum Verschließen der Form habe ich hier vorne noch so einen Riegel montiert. Ja, dadurch lässt sich das ganz einfach verriegeln und fixieren. Zack, fertig. Naja, sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Jetzt muss es nur noch funktionieren. Super. Echt super. Um die Späne dann pressen zu können, müssen wir natürlich irgendwie einen größeren Druck erzeugen. Und da habe ich jetzt eben hier so eine Schraubzwinge verwendet. Für die Schraubzwinge habe ich mir so ein Gestell aus Restholz gebaut. Ganz einfache Konstruktion. Und die Schraubzwinge, das ist auch ein Billigteil. Also hier sogar noch das Preisschild drauf. 7,99 €. Also ihr seht, Qualitätswerkzeug. Da kann man nicht viel kaputt machen. Aber ich hoffe, zum Pressen reicht's. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wie ich die Schraubzwinge an dem Gestell fixiert habe, ist auch kein Problem. Ich habe hier einfach ein Loch durch die Schraubzwinge durchgebohrt und habe es dann mit einer Schraube hier rechts verschraubt. Also auch vollkommen simpel. Dann braucht man natürlich auch noch was, mit dem wir das Wasser auffangen können. Und da habe ich mir hier so einen Kasten gebaut. Also die Presse sieht ja schon mal ganz ordentlich aus. Jetzt muss sie nur noch funktionieren, weil das ist ja meistens der Knackpunkt. Aber wir werden sehen. Gleich sind wir schlauer. Dann fangen wir mal an. Die Späne habe ich 3 Stunden eingeweicht, dass sie aufquellen können und sich dann beim Trocknen besser miteinander verbinden. Ja, jetzt bin ich echt einmal gespannt. Ja, das presst ganz ordentlich zusammen, da kommt einiges an Wasser raus und es ist auch ein ordentliches Unterarmmuskeltraining. Dann bin ich mal gespannt. Ja, das schaut doch schon mal ganz gut aus. Also das ist jetzt mal ein kompakter Würfel. Mal schauen, wie er dann aussieht, wenn er trocken ist. Ich habe jetzt auch noch 2 weitere Tests geplant und zwar würde mich mal interessieren, ob man die Festigkeit, also die Stabilität nach dem Aushärten beeinflussen kann, indem man Bindemittel zugibt. Deswegen habe ich jetzt hier einmal Pappmaché, das besteht aus zerkleinerten Zeitungen, die man im Wasser aufgelöst hat, und hier einmal Asche. Also das werde ich jetzt noch beimischen und dann presse ich nochmal 2 Würfel und dann werden wir sehen, wie sie dann aussehen.
Jo, da seht ihr jetzt meine Testbriketts und ich muss sagen, ich bin echt positiv überrascht. Also das mit dem Pressen, das hat unerwartet gut funktioniert. Das habe ich so nicht erwartet. Aber ja, so weit, so gut. Mal schauen, ob es so bleibt. Die Briketts müssen jetzt natürlich auch noch austrocknen. Da ist noch eine Haufen Feuchtigkeit drin. Und wenn man dem Video Glauben schenken darf, dann muss man sie jetzt bei Raumtemperatur circa eine Woche lagern und kann sie dann verbrennen. Bin da ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, aber wir werden sehen. Wir sehen uns in der Woche wieder. Für euch geht es natürlich gleich weiter. So Leute, da bin ich wieder. Mittlerweile sind 3 Wochen vergangen. Also von wegen eine Woche. Wer euch sowas erzählt absoluten Bullshit. Weil nach einer Woche, da waren die Briketts außen sogar noch feucht. Jetzt sind sie außen zumindest mal trocken. Ich habe sie jetzt die 3 Wochen in meinem Heizraum gelagert. Da hat es durchgehend so um die 25 Grad. Und ich denke, jetzt können wir mal einen Test wagen. Also wie es innen aussieht, ob sie innen noch ein bisschen feucht sind, das weiß ich natürlich nicht. Aber jetzt werden wir mal testen, wie die Briketts brennen. Davor schauen wir uns aber noch ganz schnell die Belastbarkeit an. Ich habe ja verschiedene Briketts gepresst mit unterschiedlichen Zuschlägen und das wäre jetzt mal das Brikett, wo ich nur die Späne gepresst habe. Ja, also es ist ein Block, der hält auch zusammen, aber ist eine ziemlich bröselige Angelegenheit, also großartig belastbar ist er nicht. Ich weiß nicht. Hat mich jetzt nicht so überzeugt. Dann die zweite Variante, das war ja der Zuschlag mit dem Pappmaché. Und das muss ich sagen, das ist schon ein richtig kompakter Block. Der ist auch belastbar und bröselt deutlich weniger. Und dann haben wir noch hier die dritte Variante. Das war mit der zugegebenen Asche als Bindemittel. Und da sehe ich persönlich jetzt keinen Unterschied zu dem ganz normalen gepressten. Also ich glaube, die Asche, die bringt als Bindemittel nicht wirklich viel. So, und jetzt werden wir mal einheizen hier und schauen, ob sie überhaupt brennen. Jo, mit dem Brandtest waren wir auch soweit durch. Ihr habt ja gesehen, das hat jetzt nicht lichterloh gebrannt, sondern mehr oder weniger wegen so vor sich hingeglüht. Das war jetzt 25 Minuten der Fall und dann ist es langsam in sich zusammengefallen und ja, dann war es eben verbrannt. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein guter Wert ist. Die 25 Minuten kann ich nicht beurteilen. Ich heize nicht mit Briketts und ich weiß auch nicht, wie sich die Briketts da normalerweise verhalten. Aber vielleicht kann ja einer von euch was dazu sagen. Das Wichtigste: sein Zweck hat es erfüllt, also es sollte Wärme erzeugen und das hat es gemacht. Die anderen beiden Briketts habe ich jetzt nicht verfeuert, obwohl es mich insbesondere bei dem mit dem Papierzuschlag echt interessiert hat, wie der brennt. Aber ich meine mal gelesen zu haben, dass man in Deutschland in Öfen kein Papier verschüren darf. Ja, ob das jetzt hier ein Sonderfall oder eine Ausnahme ist, keine Ahnung, weil der Papieranteil ist ja hier sehr gering. Das meiste sind ja Holzspäne, aber da wird es mit Sicherheit auch wieder irgendwelche Vorschriften geben. Ich weiß es nicht, aber vielleicht ist ja einer von euch Kaminkehrermeister, kann was dazu sagen, würde mich echt mal interessieren, weil das wäre jetzt wirklich die Variante, die vom Pressen her am besten gepresst wurde und auch am stabilsten ist. Dann kommen wir mal noch zu meinem persönlichen Fazit und zu meiner Einschätzung zur Wirtschaftlichkeit. Ganz gefährlicher Begriff, weil da höre ich jetzt schon wieder bei einigen von euch in der Hosentasche die Messer aufgehen. Aber ruhig bleiben, das war nur ein Test und das ist mein persönliches Fazit, also kann ja jeder andere Meinung sein. Also was aus meiner Sicht dafür spricht, ist, dass das Ganze kostenlos ist. Man verwertet Müll, den man sonst wegschmeißen wird. Und ihr alle wisst ja, dass die Energiepreise in den letzten Monaten extrem angestiegen sind. Auch das Brennholz ist fast doppelt so teuer wie damals und ja, daher sage ich, ist es eine Möglichkeit, wie man Geld sparen kann. In meinem Ofen oben in meiner Wohnung würde ich es jetzt wahrscheinlich nicht verheizen, aber ich sage, wenn man in der Werkstatt einen kleinen Ofen stehen hat, mit dem man die Werkstatt beheizt, spricht eigentlich aus meiner Sicht nichts dagegen. Ein weiterer positiver Aspekt ist natürlich, dass man die Briketts auch relativ schnell herstellen kann. Ich habe es mal getestet, also wenn man richtig Gas gibt, kann man ein Brikett unter einer Minute pressen. Ich glaube, ich habe so um die 48 Sekunden gebraucht. Ja, dann kann man in der Stunde schon einiges an Briketts rausholen. Und was natürlich auch noch ein positiver Nebeneffekt ist, dass man seine Unterarme ordentlich trainiert. Natürlich gibt es aber auch einige negative Aspekte, die man natürlich auch erwähnen muss, wenn man so Tests hier macht. Und das wäre aus meiner Sicht die relativ lange Trockenzeit. Also ich sage mal, die 3 Wochen, das war das Minimum, eher ein bisschen länger. Und es ist doch schon eine ziemlich lange Zeit.
Dann ist natürlich auch die Lagerung nicht ganz einfach, weil die Briketts ziemlich porös sind und da muss man sich halt was überlegen, wie man die auf Dauer lagert, ohne dass sie einem zusammenfallen. Und was ich natürlich auch nicht einschätzen kann, ist der Brennwert, aber ja, ob der optimal ist, dazu kann ich leider nichts sagen. Und jetzt zur entscheidenden Frage, ist es wirtschaftlich ja oder nein? Also ich bin da ein wenig hin und her gerissen, ich kann mir da keine wirkliche Meinung bilden. Ich sag, wenn man viele Späne übrig hat und wenn man viel Zeit hat, ja, why not? Aber ja, das muss jeder für sich selber entscheiden. Also ich weiß es nicht. So Leute, mit dem Thema waren wir jetzt eigentlich soweit durch. Wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen habt oder irgendwas wissen wollt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Demnächst geht es wieder mit coolen Projekten weiter. Ich habe mir eine XXXXXL Baumscheibe besorgt. Das wird richtig cool. Das wird wieder eine Herausforderung und auf das Projekt freue ich mich dann schon. So, aber für heute ist erstmal Schluss. Mir ist kalt, ich gehe rein. Macht's gut. Ciao.